Heute geht es um die Steinweichsel Prunus mahale. Ja, die Prunus mahale habe ich im Frühjahr aus meinem Feld geholt. Ich hatte darüber schon mal ein kleines Video gemacht. Die hat im Gewächshaus im Frühjahr gestanden. Also die habe ich seit Februar oder März habe ich die aus dem Feld geholt. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau wann. Und habe die ins Gewächshaus und die ist im Gewächshaus förmlich explodiert. Was mich sehr gefreut hat, wie gesagt, ist ein Feldbonsai, also ein Prä-Bonsai noch. Also hier muss wirklich erstmal was dran gemacht werden, eine Struktur. Aber was will ich heute machen? Heute will ich erstmal ein bisschen schneiden, die langen Triebe ein bisschen einkürzen, dass man erstmal ein bisschen sieht, okay, wo sind wir jetzt, wo stehen wir jetzt mit dem Baum. Und ja, dass man auch mal ein bisschen ins Innere reingucken kann. Der hat nämlich im Inneren noch eine dicke Schnittstelle, das will ich euch dann zeigen. Aber erstmal schneiden wir den Baum ein bisschen zurück, dass er ein bisschen kompakter wird. Und dann gucken wir uns die Sache von innen mal an. Und dann werden wir mal sehen, was wir so da draus machen können oder was so draus werden kann. Ja, wie das so bei den Feldbonsai ist, das ist das Problem, dass wir hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, kann man vielleicht nie erkennen, aber hier ist ein relativ starker Ast, der aber eine schöne Biegung aufweist, das ist kein Problem. Allerdings ist es bei den Feldbonsai das Problem,
bei den Feldbonsai erreicht man keine schöne Verzweigung. Das ist das Problem. Also hier sind überall, hier kommen aus dem Trieb hier in der Mitte kommen 1, 2, 3, 4 starke Äste. Von hier hinten sieht man es auch nochmal. Hier hinten ist sogar noch so eine große Wunde. Also 4 starke Äste sind auf jeden Fall zu viel. Das ist ein bisschen das Problem bei der ganzen Sache. Der Baum hat an sich wunderschöne Äste, wie hier zum Beispiel. Die habe ich jetzt nie gedrahtet oder sowas. Die sind alle natürlich entstanden. Und auf sowas muss man dann natürlich irgendwie aufbauen. Wichtig ist bei Prunus, muss man immer beim Schneiden ein bisschen aufpassen. Deswegen werde ich diesen Ast hier, den werde ich nie im Ganzen entfernen können. Das wird das Problem sein. Den muss ich Stück für Stück entfernen. Ja, und hier oben, genau oben in der Spitze, das erkennt man jetzt hier so nicht. Hier oben in der Spitze ist eine gerade Fläche. Da war mal ein dicker Ast, da wurde der Baum zurückgesägt. Das ist wie gesagt, ich mache nochmal ein Video über die Vor- und Nachteile von der Feldpflanzung, aber das ist ein riesengroßer Nachteil. Also die Bäume wachsen relativ frei, was natürlich für die Basis natürlich schön ist, weil man kriegt hier einen ordentlichen Stamm, man kriegt eine ordentliche Stärke. Aber kontrollieren ist immer ein bisschen schwierig. Man kann die Sachen zurückschneiden und so, aber es wird immer ein bisschen unkontrolliertes Wachstum gehen, sei es in der Wurzel oder oben. Wie gesagt, der Baum, den habe ich im Prinzip im Feld immer mit der Heckenschere geschnitten. Ich bin da immer drüber gegangen. Und das macht zur Folge, dass er viele Äste bekommt, dass man viel Material hat zum Gestalten. Aber es ist halt alles durcheinander und das ist ein bisschen das Problem. Und das müssen wir dann im Frühjahr angehen. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall bloß erstmal so ein bisschen auf die Struktur ein bisschen zurückgeschnitten, dass man mal sieht, okay, wo sind wir hier? Aber was dann solche Sachen wie zum Beispiel den großen Ast angeht, rausnehmen, das wird dann auf jeden Fall noch eine größere Sache. Aber das gucken wir uns dann im Frühjahr an. Da gestaltet man dann, da machen wir dann die sogenannte Grundgestaltung. Aber erstmal so an sich bin ich sehr zufrieden. Ich habe schon mal ein bisschen geguckt. Die Wurzeln sind auch relativ weit, also das ist ja eine relativ große Schale, der war ja nie so breit mit der Wurzel und das Ding ist fast durchgewurzelt, also und das in einem Jahr. Aber wie gesagt, der bleibt noch 2 Jahre hier drin und dann, damit er die Gestaltung, wie gesagt, nächstes Frühjahr, das ist ja wieder ein Eingriff in den Baum, da muss man wieder ein bisschen dem Baum ein bisschen Ruhe gönnen und da macht man an den Wurzeln nichts. Deswegen lassen wir dann nächstes Jahr gucken wir erstmal, dass wir hier eine gewisse Struktur reinkriegen. Und dann sehen wir weiter, was der Baum macht. Gut, das soll es mal für so ein kleines Video gewesen sein. Die Prunus Mara hat mal wieder vorgestellt, vor dem Herbst noch. Und wie gesagt, seid gespannt aufs Frühjahr. Bis zum nächsten Video. Ciao.